Wir sind Nathalie und Moritz und mit unseren beiden Kindern reisen wir auf unserer Stella um die Welt. Begleitet uns auf unseren Abenteuern und abonniert unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. In der letzten Episode haben wir euch mit auf unsere Überfahrt auf die Kanaren genommen. Die bisher längste Etappe auf See für uns. Wir wollten diesen Winter auf Reisen endlich im Warmen verbringen und das haben wir dieses Mal auch ganz gut hinbekommen. Die Kanaren verwöhnen uns bereits seit 2 Monaten mit einem angenehmen, warmen Klima. Wir sind von La Graciosa kurz nach Lanzarote gesegelt, hatten eine besondere Zeit auf Fuerteventura und derzeit sind wir auf Gran Canaria. Wir wollen euch unbedingt mehr von unseren Eindrücken der Inseln zeigen. Jede ist besonders und jede ist ganz anders. Doch in dieser Folge nehmen wir euch erst einmal mit auf einen Besuch nach Deutschland. Dort erwartet uns etwas ganz Besonderes und wir reisen mit einer großen Portion Nervosität nach Düsseldorf. Bereit? Auf jeden Fall. Leute, heute ist ein großer Tag für uns. Wir sind auch schon ein bisschen nervös, auch schon gut vorbereitet. Wir stehen nämlich wieder in der Bucht von Las Palmas vorm Hafen und versuchen heute tatsächlich einen Hafenplatz zu bekommen. Wir warten jetzt, dass die Leute von der Ark Challenge aufbrechen, sodass ein paar Plätze frei werden. Wir legen uns auf die Lauer, damit wir dann gleich einen bekommen, einen Platz. Das ist nämlich gar nicht so einfach hier in Las Palmas. Hier ist ständig was los. Und zudem waren wir seit gut über einem halben Jahr nicht mehr in dem Hafen. Das letzte Mal im Juli auf Lefkada. Und jetzt haben wir Januar. Mal schauen, ob wir das noch hinkriegen. Die Ark Challenge, die Atlantic Race for Cruisers, ist für viele Segler ein großes Highlight. Mehr als 300 Boote und 1400 Menschen segeln jedes Jahr gemeinsam über den Atlantik. Familien, Einhandsegler, Paare, große Boote, kleine Boote, jeder kann mitmachen. Zusammen über den Atlantik und doch hat jeder sein eigenes Abenteuer auf See. Gestartet wird auf Gran Canaria, Ziel ist das 2800 Seemeilen entfernte St. Lucia. Es geht bei der Ark nicht nur um ein Bootsrennen, sondern vor allem um die Gemeinschaft, die Freundschaften, den Funkkontakt auf See und das Miteinander. So, wir waren jetzt im Hafenbüro und haben uns den Platz für die nächsten 10 Tage gesichert. Das heißt, unser Boot steht hoffentlich safe hier, solange wir nach Deutschland gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erzählt haben, was wir überhaupt machen. Wir gehen auf die Boot und das ist ja die weltgrößte Bootsmesse auf der Welt. In Düsseldorf. In Düsseldorf. In Deutschland. In Deutschland. Also wir gehen endlich mal wieder nach Deutschland. Ich glaube, die Kinder freuen sich schon ein bisschen. Vielleicht gibt es Schnee. Freut ihr euch? Oh, kalt. Ich freue mich. Ja? Den Schneemänner. Okay. Ja, jetzt warten wir noch Ja, es geht per Funk, bis wir das Signal bekommen, bis wir reinfahren dürfen. Und dann geht's los. Wir stehen im Hafen, es hat alles geklappt, auch wenn wir das Anlegen nicht so oft machen. Aufregend halt. Es ist immer ein bisschen Aufregung, aber wir hatten gute Hilfe und es war auch absolut kein Wind, also waren beste Bedingungen, deswegen hat alles sehr gut geklappt. Jetzt haben wir ein paar To-Dos abzuhaken. Wir müssen einmal unsere Rettungsinsel zum Service geben, wir müssen unser Vorsegel erneuern lassen, also die Nähte, die reißen alle auf.
Und ja, Generator, Ölwechsel und sowas. Und am Sail Drive müssen wir auch noch was machen. Also doch ein paar Sachen, bevor wir nach Deutschland fliegen. Deswegen fangen wir jetzt gleich an. Sophie macht schon mal die Jalousien runter. Das ist halt das Unangenehme im Hafen. Man steht dicht an dicht. Ich meine, wenn es nette Nachbarn sind, trotzdem steht man dicht an dicht. Man hat keine Privatsphäre im Hafen. Jonas, was machst du Leckeres? Pfannkuchen. Sophie kümmert sich jetzt um den Ölwechsel an unserem Sail Drive. Unter Anleitung klappt das schon ziemlich gut. Du bist mal gute Mechanikerin hier. Okay. Okay, pump it up. Macht das Spaß? Ja, schon so ein bisschen. Irgendwie, als ob man Kühe melken würde, so. Jetzt so einem Schlauch. Du merkst jetzt unser Sail Drive. Ja, genau. Also das eine Glas ist voll, Moritz. Okay, ich bringe dir gleich ein neues. Und das neue Öl kommt rein. 1, 2, 3. Ich habe gerade hier dieses Eisen L rausgebaut, das ist an unserem Sail Drive dran. Und eigentlich sollte das ein rechter Winkel sein. Das heißt, es müsste so stehen. Ich weiß nicht, wo das passiert ist, aber auf jeden Fall ist da eine ganz schöne Kraft drauf gekommen. Wenn man dieses Teil im After Sales kauft, kostet das halbe Kilo Eisen 200 €. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal zum Schmied oder an irgendjemand, der eine Werkbank hat und versuche es wieder gerade zu biegen. Kostet dann 10 € oder so wahrscheinlich. Ja, dann ist das gemacht und dann müssen wir noch die Klappe heute vom Motorraum machen. Dann sind alle To-Dos für heute erledigt. Irgendjemand hat mal gesagt, beim Boot ist alles 5- oder 10-mal so teuer und das stimmt auch. Ich habe hier jetzt diese Zwischenverbindung hier von der Luke. Das ist so ein einfaches Aluminiumteil, kostet mal schlappe 70 € als Ersatzteil, aber ja, anders geht's nicht. Als es auch so eine schöne Form hat. Jetzt habe ich das halt notgedrungen gekauft und jetzt müssen wir das noch zusammenpressen und wieder verschrauben und dann ist die Luke für den Motor auch wieder dicht hoffentlich. Ja, starten wir mal. Ich spanne das jetzt hier mit so einem Spanngurt einfach zusammen, dass es dann richtig zusammenkommt. Ansonsten trifft man diese Schrauben nicht. Schauen, ob es so klappt. Sieht gut aus. Ja. Okay, wir sind fertig. Wir haben alles gepackt mit unserem leichten Handgepäck. Reisen jetzt nach Düsseldorf. Wir sind eingeladen auf die Boot. Sind wir schon ein bisschen aufgeregt. Sind das erste Mal dort. Auch ein Boot. Auf die Boot, auf die Messe. Und um 14 Uhr geht's los. Das Wetter ist eiskalt heute auf Gran Canaria. Wir haben 15 Grad. Aber ich glaube, in Deutschland wird es noch kälter. Sophie ist nach unsere letzten Mandarinen auf. Ja. Alle. Ein ganzes Kilo. Ja. Sind sehr lecker. Auf geht's, Schuhe. Wir haben es ins Auto geschafft, es ist arschkalt draußen. Und jetzt wissen wir nicht, wie dieses Teil starten. Das ist ein Elektroauto. Wir haben noch nie ein Elektroauto gefahren. Aber, ja. Drück auf den Startknopf, stell dich nicht so Wo an. ist der? Der ist doch da. Nein? Hier, play. Play. Das ist der Radio. Ach so. Vielleicht gibt es da eine App. Standard. Ja, so viel dazu. Komm, es muss doch irgendwo Start stehen. Oder on. Oder? Siehst du hier irgendwo einen Start? Aber es muss doch einen Schlüssel geben. Warte mal, wir machen mal Licht zumindest von Auto. Das ist an. Ich mache jetzt einfach auf. Wow! Schau dir das an. Das ist ja cool. Wow. Es gibt einfach, du musst einfach losfahren. Achso, du gibst einfach Gas. Ja. Geilo.
Oh, das ist ja verrückt, wie das... Boah, da kann ja fast nichts mehr schief gehen. Also, es sei denn, du schaust immer noch auf den Bildschirm und siehst kein anderes Auto. Wir sind jetzt unterwegs zu unserem Event. Wir gehen zu Mercury. Mercury hat uns eingeladen, da wir, oh Gott, im Herbst irgendwann auf Mallorca ein Werbevideo für Mercury drehen durften. Also wir haben nicht selbst gedreht, wir waren die Darsteller. Es wird ein neuer Elektromotor vorgestellt und genau da gehen wir jetzt hin. Der Avator ist der erste Elektroaußenborder aus dem Hause Mercury. Der Marktführer will in den nächsten Jahren einen Großteil der Produktpalette auf Elektroantrieb umstellen. Und der Avator setzt da schon mal ein dickes Ausrufezeichen. Für unsere Segelabenteuer ist er der ideale Begleiter. Leise, emissionsfrei und wartungsarm, kinderleicht zu bedienen und mit einem Akkuwechselsystem ähnlich dem von E-Bike-Akkus ausgestattet. Guten Morgen, Tag 2 hier in Düsseldorf und heute geht es für uns auf die Messe. Heute ist der erste Tag und wir werden ein paar Stände besuchen. Da gibt es dann auch schon die ersten Highlights für uns. Mehr aber dazu später. Insgesamt haben wir heute super schlecht geschlafen, weil die Betten einfach so weich sind. Sophie hat sogar unten auf dem Boden geschlafen. Ja. Also schauen wir mal, ob wir heute fit sind, aber ja, geht schon. Jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Unten gibt es auf jeden Fall ein super leckeres Frühstück und das stärken wir uns. Herzlich willkommen auf der weltweit größten Wassersportmesse, die Boot in Düsseldorf. Wir gehen mal los. Die Präsentation von den beiden Motoren ist jetzt von den beiden neuen Motoren von Mercury. Wir sind hier oben auf der Tribüne und gucken von oben zu. Und es wird auch unser Video natürlich abgespielt, deshalb sind wir schon sehr gespannt. Wir sehen es zum ersten Mal selber komplett. Ihr erinnert euch vielleicht an unser Video von Mallorca. Dort haben wir euch schon einen ganz kleinen Einblick in den professionellen Videodreh gegeben. Das Geheimnis ist nun endlich gelüftet. Wir durften für Mercury, dem weltweit führenden Hersteller für Bootsmotoren, drehen. Wir sind wirklich mit einer großen Portion Nervosität angereist und sind sehr stolz, nun Teil von Mercury zu sein. Weihnachten, Ostern und Geburtstag vereint in diesem Paket. Die Kinder packen hier unseren brandneuen Parasailer aus. Ja Leute, jetzt müssen wir ganz schnell zurück zu unserer Stella, um das neue Segel zu hissen. Vielen Dank an dieser Stelle an das Team von Istec für eure Unterstützung. Wir sind endlich wieder zurück auf der Stella und die Messe ist vorbei. Es war ganz schön anstrengend, muss ich sagen. Jonas ist auch noch in der Zwischenzeit krank geworden und dadurch konnten wir auch gar nicht so viel filmen, wie wir eigentlich vorhatten. Das heißt, es gibt nur die paar Schnipsel, die ihr jetzt schon gesehen habt und ja, ansonsten war es das von uns von der Messe. Wir haben aber einiges mit im Gepäck gehabt. Hier ist unser neuer Parasailer. Dann
war ich noch ein bisschen shoppen, weil der Marina Shop hier so teuer ist. Da habe ich gedacht, ich nehme gleich mal ein paar Leinen mit, ein neues Großfall und ein paar Schoten, dass wir den auch schön befestigen können. Und ab sofort haben wir auch noch eine Dieselheizung mit an Bord von Eberspecher, eine Airtronic D3 ist das. Sogar 2 davon, für jeden Rumpf eine. Ja, das war's eigentlich. Oder haben wir noch was? Wir haben auch noch ganz viele verschiedene Kleinigkeiten von der Oma und sowas mitbekommen und sogar noch Weihnachtsplätzchen, die etwas zu spät angekommen sind. Jetzt müssen wir erstmal verräumen und uns wieder ein bisschen relaxen, ankommen. Ja, und dann machen wir ein bisschen Ausflug mit einem Mietwagen, weil wir haben die nächsten 3 Tage noch einen Mietwagen und dann gehen wir ein bisschen die City noch erkunden. Die ganzen Sachen, die wir jetzt mit an Bord haben, wird man in den nächsten Tagen noch ein bisschen weiter vorstellen, in den nächsten 2, 3 Vlogs. Wenn ihr euch fragt, warum jetzt eine Heizung, wenn es hier noch T-Shirt-Wetter ist, ist einfach, wir haben das Problem in unseren Rümpfen, dass es immer wieder mal schimmelt und wir wollen einfach regelmäßig einfach die Luft im Inneren erwärmen, dass wir eben diese Schimmelbildung verhindern. Ich hoffe, das klappt so. Und wir sind ja nicht immer im Warmen, wir werden sicher auch noch in diesem Jahr wahrscheinlich in kühlere Gegenden kommen. Wenn wir wieder Richtung Portugal fahren, da kann es auch noch ganz schön kalt werden, deswegen schadet es nicht, sowas an Bord zu haben. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen!